Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube Saxophon Channel. Ich bin Bernd von Saxbrick und von saxvideotraining.com. Das ist eine Online-Saxophon-Plattform zum Lernen mit Kursen. Und ich begrüße euch an alle Abonnenten erstmal und an alle herzlich willkommen, die ihr neu dabei seid. Heute geht es um die älteste Saxophon-Ansatzübung der Welt. Was ist das? Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, es gibt es in unzähligen Tutorials, wird das auch erklärt. Das ist natürlich lange Noten spielen. Ja? Für Bläser ist es essentiell, muss man immer machen. Je öfter man das macht, wenn man das täglich macht, so ein bisschen in seine Überroutine einbaut oder auch zum Einspielen als Warm-up spielt, desto besser ist man hier mit dem Ansatz. Desto besser kann man einen guten Ton entwickeln und man lernt auch ganz viel, durch diese langen Notenspielen lernt man auch ganz viele verschiedene Sachen. Was wird alles gelernt dadurch? Also man kann natürlich einfach einen langen Ton spielen ohne Ziel, das bringt aber oft nicht so viel. Wir machen das heute mal anders. Es gibt verschiedene Ziele, die man verfolgen kann mit langen Noten. Das erste Ziel, was ich immer habe, ist, man muss lernen, einen lockeren Ansatz zu spielen. Also nicht beißen, nicht zu fest, einfach lockeren Ansatz spielen, lange den Ton spielen, muss auch nicht super laut sein. Und wenn man das immer wieder macht, dann hat man verschiedene Arten, die man da trainieren kann, verschiedene Sachen da drin. Das erste ist natürlich die Muskulatur um den Mund. Die wird besser, die wird stärker. Und je stärker die Muskulatur ist, desto länger kann man locker spielen. Also eine stärkere Muskulatur bedeutet nicht zwangsläufig, dass man irgendwie fester drückt, sondern es bedeutet eher, dass man länger durchhält und nicht so schnell verkrampft. Das ist erstmal das Ziel. Ja? Ihr kennt es vielleicht vom Sport, wenn man bestimmte Übungen macht und man ist eben nicht so fit, die Muskeln sind nicht so fit, dann fängt man relativ schnell bei bestimmten Übungen an zu zittern oder man verkrampft. Der Körper macht einfach zu, macht die Muskeln zu. Und genauso ist es auch mit dem Mund. Wenn ich jetzt gar nicht gut trainiert bin mit meinem Ansatz und ich spiele eben 10 Minuten irgendeine Übung und irgendwann merke ich, wie alles immer fester wird und auf einmal quietscht es, weil die Muskeln zugehen. Das wäre das Erste, was man damit üben kann. Natürlich übt man damit auch die Atmung, man übt ein bisschen Intonation, kann man machen. Wenn man das zum Beispiel mit einem Playback macht, mit Cello Drones oder so, dann kann man immer gleichzeitig auch hören, ob man richtig ist, Intonationsübungen. Und man kriegt natürlich Kontrolle über den Ansatz. Man checkt, okay, wo muss die Lippe hin, wie klingt es am besten. Ich habe natürlich durch den langen Ton sehr viel Zeit, mich auf meinen Sound zu konzentrieren. Und kriege natürlich dadurch, weil ich keinen Stress habe, auf andere Sachen zu achten, kriege ich natürlich auch viel mehr mit, was ich da mache. Ja? Und Long Notes macht man oft so, man fängt an in einem leichten Register, in einem leichten Bereich. Das ist oft hier unten, untere Oktave, das G. Da geht es ganz einfach. Und dann arbeitet man sich in andere Bereiche vor. Man geht dann immer so höher oder geht tiefer und guckt eben, dass das alles möglichst gut klingt und entspannt ist. Ja? Okay, das ist erstmal so ein bisschen die Theorie. Wir werden das jetzt mal machen mit dem Ton G. Ich habe mir noch so eine kleine Eselsbrücke ausgedacht, was denn das Ziel heute ist. Und zwar habe ich mir überlegt, ich erkläre euch mal die 3L-Regel. Das habe ich mir vorhin ausgedacht, das gab es nicht vorher, aber es ist vielleicht ganz gut zu merken. 3L bedeutet, ihr sollt die Übung machen und sollt immer darauf achten, dass ihr locker seid, das erste L. Das zweite L ist, dass ihr die Note möglichst lang spielt. Und das dritte L ist mit viel Luft. Ja? Also wir transportieren sehr viel Luft, wir spielen auch einen luftigen Ton. Und wir machen das Ganze gar nicht so laut, wir machen das so in einer mittlere Lautstärke, Mezzo forte, Mezzo piano. Ja, sowas probieren wir. Okay, wir nehmen den Ton G, hier unten, ohne Oktavklappe, also untere Oktave, holen tief Luft und dann spielen wir erstmal Luft, also wir blasen da erstmal Luft rein. Ja, so. Und dann ein bisschen Druck, bis der Ton kommt und dann halten wir den. Wenn ihr am Anfang Luft holt, versucht in den Bauch reinzuatmen. Also nicht nur hier oben, weil dann hat man nicht so viel Luft. Versucht das Zwerchfell nach unten zu drücken, also die Lunge nach unten auszudehnen, dass das Zwerchfell nach unten geht. Könnt ihr möglichst viel Luft, könnt ihr euch voll machen mit Luft. Dann spielt ihr den Ton ganz locker, haltet den ganz gleichmäßig, ohne Zittern, ohne Vibrieren. Vibrato hat hier nichts zu suchen in der Übung. Und dann haltet ihr den Ton einfach mal so lange wie es geht, bis ihr keine Luft mehr habt. Dann macht ihr eine kleine Pause, holt ein bisschen Luft, regeneriert euch. Und dann nochmal. Das machen wir ein paar Mal. Ich mache das mal vor. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr direkt mitspielen. Ihr könnt ja mal
einen Test machen, ob ihr den Ton so lang halten könnt wie ich. Ich bin jetzt nicht super, ich habe jetzt nicht eine super große Lunge, ein Lungenvolumen oder so, aber ich versuche natürlich mit diesem Ton, wenn ich den spiele, möglichst gut mit der Luft zu haushalten. Also mit der Luft gut umzugehen, dass die nicht so schnell weg ist. Das bedeutet auch, dass man das Mundstück an der richtigen Stelle in den Mund nimmt, also nicht zu weit, dann ist die Luft sehr schnell weg. Wenn ich das zu weit an der Spitze packe, dann habe ich mehr Druck, dann muss ich mehr Druck geben, damit ein Ton rauskommt. Das ist auch sehr anstrengend. Also es gibt irgendwo eine Stelle, wo das ganz natürlich sich anfühlt, wo ihr wenig Luft braucht. Und dann, wenn ihr die Stelle gefunden habt, einfach mal den Ton halten. Ja? Okay, probieren wir das mal. Jetzt wieder ein bisschen Luft holen, ein bisschen ausruhen. Jetzt machen wir das gleich nochmal. Und dann werdet ihr schon merken, ob das für euch eine gute Art ist, sowas zu üben. Okay, nochmal. Das langt schon. Ne? Und jetzt könnt ihr anfangen und könnt euch von diesem G, vielleicht chromatisch, ein bisschen nach oben bewegen. Nehmt ihr vielleicht ein Gis, macht das 2-3 Mal, ein A 2-3 Mal, geht ihr bis C vielleicht. Und dann fangt ihr nochmal bei G an und geht einfach chromatisch runter. Vielleicht bis zum D, es muss gar nicht bis runter zum B sein. Einfach in einem Bereich, der so ein bisschen, ein bisschen mehr ins Unbequeme geht, aber nicht super krass ist. Ja? Und dann einfach mal so, quasi, wenn ihr übt jeden Tag, einfach mal so eine Überroutine, so als Warm-up, diese Longtones machen. Und dann werdet ihr merken, mit der Zeit wird die Muskulatur besser, ihr haltet länger durch, ihr verkrampft nicht so schnell und euer Ton wird bestimmt auch, wird sich verbessern. Werdet ihr sehen. Wenn ihr Lust habt, ich habe eine kleine Übung, oder das ist eigentlich ein Play-Along, habe ich für euch gemacht. Das findet ihr hier im nächsten Video. Jeweils für Altsaxophon und für Tenor. Ich glaube, hier oben ist Altsaxophon, hier unten ist Tenorsaxophon. Da könnt ihr draufklicken und könnt direkt mitspielen. Ne? Da ist ein schönes Playback dabei, könnt ihr die Noten, die seht ihr eingeblendet, könnt ihr dann einfach mitspielen mit dem Kopfhörer und könnt da so ein bisschen mit mir zusammen diese Übung machen. Ne? Und das macht ihr, das dauert nicht lange, es dauert so ein paar Minütchen und dann seid ihr schon richtig fit und seid aufgewärmt und könnt dann eure normalen Sachen üben. Ja, alles klar. Okay, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Klickt noch auf das Video, probiert es mal aus und genau, ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns bestimmt im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.